また機内にて皆様にお目にかかれますことを乗務一同心よりお待ちしております。Thank you and have a nice weekend in Tokyo. Kinder der 70er und 80er Jahren wurden heimlich von Japan erzogen. Durch mutige Mädchen mit großen Augen, abenteuerlustige Jungs, wandelbare Roboter und einem Hauch Magie, der durch die alten Röhrenfernseher flimmerte. Ich war eins dieser Kinder und mein persönlicher Held natürlich Captain Future. Mehr als nur eine Figur auf dem Bildschirm. Er war Sinnbild für Weitblick, Mut und Abenteuerlust. Und all das mit roten Haaren. Seine Geschichten haben in mir etwas entfacht, das bis heute nachklingt. Eine Sehnsucht nach Abenteuer und dem Unbekannten. Damals wusste ich nicht, dass auch er, wie Heidi, Biene Maya, Sindbad, Transformers und viele andere, aus Japan kam. Japan war nicht einfach nur ein Land für mich. Es war ein Gefühl, eine Quelle, etwas, das mich geprägt hat, ohne dass ich es damals verstand. Und tief in mir wuchs über all die Jahre ein stiller Wunsch heran. Ich möchte einmal im Leben nach Japan. Und jetzt ist es soweit. Wir reisen als Familie nach Japan. Nicht nur, um ein Land zu sehen, sondern um dorthin zu gehen, wo meine Fantasie geboren wurde. Ich möchte meiner Tochter zeigen, woher so vieles kam, was mich heute ausmacht. Und vielleicht entdecke ich dabei selbst ein Stück von dem Kind wieder, das ich damals war. Begleitet uns auf diese Reise zurück zu den Wurzeln der Fantasie. Zurück zu einem Traum, der nie ganz verschwunden ist. Tokio ist die bevölkerungsreichste Metropolregion der Welt. Rund 37 Millionen Menschen leben hier. Eine Stadt, die gleichzeitig schneller ist als jeder Gedanke und doch Momente schafft, die ewig bleiben. Und trotzdem ihre Vergangenheit nicht vergisst. Einst hieß sie Edo, das Flussufer, und war nun ein Fischerdorf, bis sie 1868 zur Hauptstadt wurde. Heute ist sie ein Symbol für Zukunft, Fortschritt und extreme Gegensätze. Hier begegnet einem die Welt in verdichteter Form. Tokio hat mehr Michelin-Sterne-Restaurants als jede andere Stadt der Welt. Und gleichzeitig gibt es diese kleinen Straßenstände, an denen eine einfache Nudelsuppe zum besten Essen deines Lebens werden kann. Es gibt mehr als 100 Universitäten, über 6000 Parks und Automaten, an denen du dir nicht nur einen Kaffee, sondern auch deine Unterwäsche kaufen kannst. Tokio kann laut und leise, bunt und schlicht, modern und traditionell und oft alles gleichzeitig. Trotz all der Superlative wirkt Tokio oft ruhig, fast schon meditativ. Die Kriminalitätsrate ist eine der niedrigsten weltweit und selbst in größeren Trubel herrscht eine Art geordnete Harmonie. Die Menschen sind höflich, schnell und fokussiert und dabei überraschend gelassen. Tokio ist schrill und zugleich irgendwie still. Traditionell und futuristisch, voller Überraschung, Kontraste und Eigenheiten. Eine Stadt, die man nicht nur sehen, sondern auch erleben muss. Tokio ist mehr als nur ein Ort. Vielleicht ist es die Antwort auf die Frage, die du dir noch nie gestellt hast. Wie fühlt sich Zukunft an, wenn sie gleichzeitig Vergangenheit in sich trägt? Wir sind in Tokio gelandet. Tokio. Und dann kommst du hier an und der Flughafen sieht so aus. Was ist hier los? Wir sind jetzt durch die Passkontrolle und haben schon unsere Koffer. Und ich muss mal sagen, das ist ja wohl der langweiligste Flughafen, den ich hier je gesehen habe. Nee, wir sind jetzt irgendwie in einem Land, wo man ja eigentlich vermuten würde, dass man hier alles mit der Kreditkarte machen könnte. Aber ein Bahnticket kriegen wir zum Beispiel jetzt schon mal nicht. Jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen Bargeld erstmal holen. Genau, 30.000 haben wir jetzt abgehoben. 30.000. Ne? Ich hatte noch nie 30.000 in der Tasche. Doch. Ja. In Sansibar. In Sansibar hatte ich noch mehr. Genau, wer das Video nicht kennt, schaut es euch nochmal an. Da waren wir mehrfache Millionäre. Also da ist der Flughafen und jetzt müssen wir den Skyliner hier nehmen, um hier einmal reinzufahren und dann müssen wir einmal kurz zum Hauptbahnhof und hier ist
unser Ziel. Da ist unsere gemietete Unterkunft.ご了承ください。グリーン車は6号車と12号車です。トイレは1号車、6号車、7号車と12号車にあります。車内はデッキを含めまして。In meinem Kopf ist es gerade so, du möchtest die Szene, wie wir aussteigen, filmen und musst dann auch auf die Koffer zurückrennen. Genau, ja, jetzt müssen wir erstmal zur U-Bahn noch, ne? Genau, wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Wir müssen noch 2 Stationen U-Bahn fahren. Aber das kriegen wir auch noch hin. Oder? Wo muss ich lang? Da? Tja, Susi hatte gefragt, ob wir noch schnell was essen können. Und da es schon zu spät war, habe ich halt ein Restaurant rausgesucht, was relativ schnell nah beim Hauptbahnhof ist. Dass das jetzt so eine Nummer wird, das hätte ich nicht gedacht. Guck mal, wir haben Lätzchen. Ja. Und diesmal sind es nicht die aus Plastik, die man hinterher weg. Nein, die sind aus Stoff. Ja. Aus Stoff. Ja. Und wir haben hier ein kleines eigenes Separé und richtig Ausblick da draußen. Ja. Denn dieses Restaurant hier ist im 10. Stock. Wir haben übrigens noch eine Karte bekommen für die verschiedenen Gänge, die da jetzt. Genau, wir haben jetzt nämlich ein Menü mit unterschiedlichen Gängen bestellt. Ich bin schon gespannt. Da stehen Sachen drauf, die ich glaube noch nicht gegessen habe. Genau. 40 Beef Pang. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Meine Güte, ist das gut hier. Eieiei. Ja, jetzt sind wir satt, pleite und ein bisschen angeschickert. Und fahren jetzt mit der Bahn, also hier mit der Straßenbahn oder mit der U-Bahn zur Unterkunft, 2 Stationen von hier. Susi hat den Eingang gefunden. Das war auf. Vielleicht wohnt da schon jemand anderes drin. Wir haben doppelt vermietet. Nee. So, das ist also unsere kleine Datscha für die nächsten. Okay, aber ich dachte, das Wohnzimmer wäre auf der anderen Seite. Ich dachte, es wäre hier. Ja. Naja, gut, aber also ich finde es eigentlich so ganz süß, oder? Also wir haben schon schlimmer gewohnt, lass mich so sagen. Eine kleine Küche. Ein Kühlschrank. Spüle? Was ist denn hier? Ach, hier ist das Klo. Okay. Aber zumindest auch hier ein typisches japanisches Klo. Und warum ist der Klositz hier hochgeklappt? Und wir haben eine Waschmaschine. Kleines Waschbecken. Und das habe ich auch noch nie gesehen. Was ist das? Papa, Ist das die Badewanne? wärst du mal so lieb und könntest rausgehen? Ja, warum? Weil ich mal muss. Ja, aber wo willst du denn hinmachen? In die Badewanne? Was? Wo ist denn das Klo? Ach so. Ja. Wir machen uns, glaube ich, jetzt Bett fertig, knallen uns hin und wir sehen uns morgen. Guten Morgen! Tokio! Sieht gar nicht aus wie Tokio irgendwie, ne? Gefühlt. Das könnte auch. Nee, ich weiß gar nicht. Kann ich gerade nicht vergleichen. Und vor allen Dingen, was ja echt beeindruckend ist, Es ist still. es ist super leise hier. Mein Gott, wir sind in der größten Stadt der Welt und es ist mega, außer mein Handy, was gerade. Aber es ist still. Keine Motorroller. Ich höre so ein bisschen Rauschen im Hintergrund von der größeren Straße. Aber das war's. Es ist extrem leise. Ja. Und wir sind sehr zentral im Stadtteil Shinjuku.
voll gut. Ja, gefällt mir auch richtig Also, gut. bis auf dass unsere Wohnung jetzt so ein bisschen, ich sag mal, nicht für die Temperaturen gebaut ist, denn wir haben jetzt hier gefühlte, weiß nicht, 12 Grad oder so. Also es ist schon Mützenwetter. Es ist schon echt kühler geworden. Endlich. Ja. Guck mal, das sieht hier so ein bisschen aus, ne? Wie so ein, wenn du einen Stein hochhebst, wo diese ganzen kleinen Asseln drunter sind. Nur, dass das hier so kleine Busse sind, ne? Hier so Mini-Teile überall. Und alle die gleiche Farbe. Aber die Busse sind ja wohl knuffig. Also ich würde am liebsten einen kuscheln. Der sieht aus wie so ein Babybus, der gerade geschlüpft ist. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist ein Haus. Guckt euch das mal an. Das ist ja, ich weiß nicht, 1 Meter breit oder was? Das ist ja unglaublich. Was ist das? Da wohnen Leute oben. Das ist ja crazy. Also hier sind sehr viele von diesen kleinen, schmalen, verrückten Häusern. Ich bin hellauf begeistert. Tokio ist ja definitiv die Stadt der Tiny Häuser. Jetzt guckt euch mal hier diesen kleinen Eingangsbereich von dem Tiny House an, was da oben ist. Also ich habe hier eine Schiebetür, da passt dann mein kleines Mini-Auto zwischen. Ja, und dann habe ich eine Wendeltreppe und dann komme ich hier oben in das kleine Tiny House. Da oben. Minimalistisch, auf engstem Raum haben die hier gebaut. Und du denkst, ja, das ist ja jetzt irgendwie was ganz Besonderes. Nee, ist gar nicht. Weil hier gibt es einige von denen, ne? Also die meisten Häuser immer in ähnlichen Dimensionen. Und ich wäre so gespannt. Ich würde da so gerne mal reingehen und mir das Ding angucken. Weil ich glaube, da muss man ja nicht nur von außen kreativ sein, sondern gerade wenn man solche kleinen Innenräume hat, auch von innen sehr, sehr kreativ werden. Da hätte ich so Bock drauf. Gibt es hier nicht so eine Tokio-Wohnungstour? So wie Klingelstreich, dass man einfach überall klingelt und sagt, moin, wir sind's. Das wäre aber schon sehr privat. Ich weiß nicht, ob das so zum Wesen der Japaner passt. Aber es wird zu unserem Wesen passen. Überall reingucken und fragen so, was habt ihr denn hier? Ja, das passt leider sehr zu uns. Aber vielleicht können wir ja mal einen Aufruf machen, solange wir hier sind. Ja. Über Instagram. Laut, wir stellen uns hier hin und rufen. Lasst uns rein! Nicht so laut sein hier, das mögen die gar nicht. Das mögen die gar nicht. Naja, abgerutscht. Tokio ist ja eine der größten Metropolen der Welt, aber wer hier durch die engen Seitenstraßen streift, entdeckt oft das Gegenteil von dem, was man sich unter einer Großstadt vorstellt. Keine riesigen Wohnblocks, keine breiten Straßen voller hupenden Autos, sondern Minihäuser. Manchmal so klein, dass sie zwischen zwei Gebäuden zu klemmen scheinen, wie der letzte Gedanke. Und doch durchdacht bis ins kleinste Detail, voller Leben und in ihrer Kompaktheit oft erstaunlich elegant. Diese Tiny-Häuser sind keine Modeerscheinung. Sie sind Ausdruck einer jahrzehntelangen Kultur des bewussten Umgangs mit dem Raum, geformt durch Erdbeben, Platzmangel und ein tiefes ästhetisches Gespür für Reduktion. Oft stehen sie auf Grundstücken, die in Europa kaum als bebauungsfähig gelten würden. Und doch entstehen hier vollwertige Häuser mit Wohnzimmer, Bad, Küche, manchmal sogar auf 3 Stockwerken, gestapelt wie bei einem architektonischen Jenga-Spiel. Und während man sich als Besucher fragt, wie die Menschen hier leben können, begreift man langsam, hier wird nicht mit Raum geprotzt, hier wird respektiert. Und was noch auffällt, Autos sind hier kaum zu sehen. Selbst in Wohnvierteln sucht man vergeblich nach parkenden Blechlawinen. Keine zugeparkten Bürgersteige, keine SUV-Bollwerke am Straßenrand. Stattdessen enge Straßen, in denen man eher einem Fahrrad oder einem Lieferroboter begegnet als einem Auto. Denn in Tokio braucht man kein Auto, um mobil zu sein. Das öffentliche Verkehrsnetz ist so präzise, zuverlässig und engmaschig, dass man problemlos hier auf 4 Rädern verzichten kann. Wer dennoch ein Auto besitzt, der muss nachweisen, dass er einen privaten Parkplatz dafür hat. Einfach so abstellen geht halt nicht. Das führt zu einer überraschend ruhigen und fast schon autofreien Atmosphäre in vielen Stadtteilen. Es ist, als hätte die Stadt still entschieden, der Mensch zuerst und dann das Auto. Und das spürt man in den winzigen Häusern mit ihren liebevollen bepflanzten Eingängen, in den Gassen, durch die die Kinder zur Schule laufen, in der Art, wie hier auf wenig Raum viel gelebt wird, ohne dabei laut oder hektisch zu wirken. Tokio zeigt, weniger Platz bedeutet hier nicht gleich weniger Leben. Und vielleicht beginnt ja die wahre Größe da, wo wir lernen, mit dem Wenigen achtsam umzugehen. Ich habe mir
mich schon die ganze Zeit immer gefragt, warum man gar keine Fahrräder hier in Tokio sieht, ne? Also oben sind ja überhaupt keine Fahrräder auf der Straße zu sehen. Und Lotti hat gerade gesagt, lass uns doch mal kurz runtergehen. Hier war nämlich so ein kleiner Eingang. Die verstecken die. Hier unterirdisch. Hier hat man ja, so einen kleinen, ich weiß auch nicht, Lagerraum für Fahrräder, damit die da nicht oben an der Straße stehen. Und dort hinten ist der Fahrstuhl, da man kann die Fahrräder hier rein. Ja. Kann man reingucken? Ja. Oh ja, stimmt. Da kann man den Männern beim Pinkeln zugucken. Aber was ich sehr, sehr geil finde, ist, dass es hier auch an jeder Ecke überall öffentliche Toiletten gibt. Ne? Also du musst hier in keinster Art und Weise irgendwie Angst haben, wenn du mal irgendwie aufs Klo musst, weil du hast öffentliche Toiletten in den U-Bahn-Stationen und zwar in jeder Station. Du hast hier öffentliche Toiletten an jeder Parkanlage. Du hast hier öffentliche Toiletten in den Kaufhäusern. Also, das ist einfach wirklich fantastisch und ich schäme mich da einfach irgendwie so ein bisschen für Deutschland, weil es in Deutschland da nicht die Möglichkeit zu gibt. Also verstehe ich auch nicht. Das ist ein Grundbedürfnis, wenn man halt aufs Klo muss man halt aufs Klo, ne? Und gerade mit Kindern ist das natürlich dann auch immer doof und hier hat man sogar an den Spielplätzen immer eine Toilette. Das ist echt sehr, sehr geil. Also gefällt mir halt hier in diesem Land wirklich sehr, sehr gut. Die Spielplätze sind jetzt nicht so schön, aber zumindest gibt es Klos. Lotti, in welche wollen wir einziehen? Gar keine. Boah, die sehen alle sehr klein aus, ne? Da haben wir ja eine richtig Luxuswohnung für gegen, meine ich. Also die hier zum Beispiel, 25 Quadratmeter, 83.000 Yen. Miete. Wie viel sind 83.000 Yen? 508 Euro. 508 Euro. Aber für Tokio ist das, finde ich hätte gedacht, das ist teurer. 508 Euro für 25 Quadratmeter? Ja. Aber trotzdem gar nicht so schlecht geschnitten. Ich meine, Zwei du kommst, Räume, Bad. genau, du hast ein Bad hier, du kommst hier rein, du hast so einen Also. integrierten Schrank noch, ne? Die Küche ist hier, da oben. Was ist denn hier so richtig groß? 45, guck mal, das hier, 72 Quadratmeter. Das ist bestimmt zu kaufen, ne? Guck mal. Aber weißt du, was noch größer ist? Ja? Ich glaube, das da unten. Mieten 300, also fast 400.000 für 72. Also ein bisschen kleiner als unsere Wohnung in Hamburg. Und das da? Warte doch mal. 2.451. Das ist gleich schon sehr viel teurer. Okay, das ist viel teurer, ja. Also, dann lieber was Kleines. Aber da kann auch nur einer einziehen wahrscheinlich. Und das da oben? Das da oben 64 Quadratmeter. Das ist über 2 Etagen. Ah, und das kostet Wie so nett. 209. Und 2 Bäder. 1280. 1200, ja, das wäre meine Wohnung. Die finde ich ja schon wieder ganz Die mag spannend. ich. Die mag ich auch. Ja, 2 ne? Stockwerke. Guck mal, du hast 2 Bäder. Hier. Also ihr dann da und ich dann hier. Ja, genau, so machen wir es. So machen wir das. Der Plan steht. Also, wir wandern aus nach Tokio. Ach, guck mal, wir wohnen ja echt ziemlich gut. Ne? Hier ist ja gleich die U-Bahn-Station. Ja, hätten wir das mal vorher gewusst. Wir sind ja gestern hier im Dunkeln angekommen und da war schon auch relativ viel zu und man konnte nicht mehr viel sehen. Aber im Hellen sieht sowas ja dann doch immer noch viel spannender aus. Die haben unter den Häusern immer Möglichkeiten noch, um ihre Autos zu parken. Und dadurch, dass es so kleine Dinger sind, hast du hier, oder das sieht halt alles viel aufgeräumter und ordentlicher aus, ne? Absolut, sehr gepflegt. Hier und immer dann unterm Haus die Autos. Auch mal ein Mercedes. Ja. Genau. Ja, das stimmt. Also hier in China fahren so viele Elektrofahrzeuge rum, vom Roller bis übers Auto. Aber hier auch schon wieder sehr viele Benziner. Ja, aber es ist trotzdem echt ruhig, ne? Es ist sehr ruhig. Also für so eine große Stadt ist es erstaunlich ruhig, sauber, aufgeräumt. Gut, ist jetzt auch Wochenende. Also das ist schon cool, dass sie hier heiße Getränke auch in diesen Automaten haben, ne?
munter machen. Ja, am Anfang haben wir ja noch sehr über diese Getränkeautomaten gelästert, die hier an allen Ecken stehen, also wirklich, wirklich überall. Aber mittlerweile ist das schon bei uns Standard geworden, denn wir trinken die Getränke auch sehr, sehr gerne. Das hier kostet jetzt 110. Was ist denn das eigentlich, 110? So 80 Cent oder so, ich weiß gerade gar nicht so genau. Aber in warm und kalt, das ist echt einfach cool. So, okay, gibt es dann auch noch? Noch klein. In Tokio wirkt Arbeit allgegenwärtig, selbst Aufgaben, die bei uns kaum jemand bemerken würde. Zum Beispiel stehen an jeder zweiten Parkhauseinfahrt Menschen in Uniform mit Leuchtstäben, die den Verkehr regeln und Fußgänger warnen, wenn ein Auto rein oder rausfährt. Jobs, die es bei uns nicht gibt, aber hier Teil einer Kultur sind, in der Aufmerksamkeit und Sicherheit höchste Priorität haben. Und natürlich hat Tokio nicht nur viel Kultur, Architektur und futuristische Minihäuser zu bieten, sondern auch das, worauf sich vielleicht auch die meisten am meisten freuen. Essen. Die Stadt ist ein einziges kulinarisches Labyrinth. Hinter jeder Ecke duftet es anders. Mal nach gegrilltem Fisch, mal nach Brühe und mal nach etwas Unbekannten, das man aber irgendwie trotzdem probieren möchte. Wer hier hungrig bleibt, hat entweder den Mund voll oder den Kopf schon völlig verloren. Und ja, bei Japan denkt man sofort an Sushi. Aber überraschenderweise ist das nicht das meistverkaufte Gericht in Tokio. Es ist Ramen. Diese dampfende Schüssel voller Nudeln, Brühe, Toppings und Herzblut sind das wahre Soul Food der Hauptstadt. Kein Schickimicki, keine Inszenierung, nur ehrliches, tiefes und kräftiges Essen. Ob in winzigen Garküchen unter den Bahnhofsschienen oder modernen Ramenbars mit Warteschlange und Bestellsystem. Ramen hat hier einfach Kultstatus. Jeder hat seine Lieblingsbrühe, sein bevorzugtes Topping und sein Stammlokal. Es ist ein bisschen wie der Döner in Berlin oder die Currywurst im Ruhrgebiet. Tokio zeigt auch wieder, hinter dem, was wir zu wissen glauben, steckt oft noch viel mehr. Und manchmal ist die größte Entdeckung gar kein Tempel, sondern eine gepflegte, gewürzte Brühe. Hallo, heute machen wir mal ein bisschen anderes Programm in Tokio. Nämlich, was machen wir? Susi hat gesagt, irgendwie jetzt ist aber mal Schluss mit lustig. Sie hat keine Lust, immer von mir nur Nudeln gekocht zu kriegen. Er macht Spaghetti mit Tomatensauce und Käse drauf. Aber lecker mache ich die. Richtig gut. Sagt Das Marco. perfekte Camperessen. Ja, Lotti Okay, sagt das auch. Okay, 2 gegen 1. Also, ich habe den beiden, also uns dreien, einen Kochkurs geschenkt, einen Ramen-Kochkurs. Den machen wir heute privat bei jemandem zu Hause. Es kommen noch 2 andere, ich weiß nicht wer. Aber wir haben jetzt ein paar Stunden Zeit, in die Geheimnisse des Ramenkochens einzutauchen. Also nicht wir, sondern unseren Löffel oder unsere Stäbchen tauchen wir da am Ende hoffentlich glücklich rein. Also, wir wissen noch nicht, ob wir drin filmen dürfen. Also vielleicht seht ihr uns einfach nur ein bisschen runder und zufriedener hier wieder rauskommen. Ansonsten viel Spaß mit dem Video. Genau. Das Wichtigste ist ja, alles bleibt im Rahmen. Boah. Wirklich? Ein japanisches Sprichwort sagt, iss deine Suppe, bevor sie kalt wird. Das Leben wartet nicht. Die Geschichte der Ramen beginnt nicht in einer Gasse Tokios, sondern mit einer Reise durch Zeit und Kulturen. Ursprünglich aus China gekommen, wurde sie in Japan neu erfunden. Mit Seele, mit Stil und mit Stolz. Aus einer einfachen Nudelsuppe wurde ein kulinarisches Kunstwerk. Ein Symbol für Vielfalt, Wandel und stille Hingabe. Ramen ist nicht einfach nur Brühe. Es ist Geduld, es ist Präzision und es ist Charakter.
Ob in einem schummrigen Ecklokal oder einem verborgenen Geheimtipp, überall spürt man diese Leidenschaft. Die Köche stehen früh auf, sie probieren, verwerfen, verfeinern. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie es für richtig empfinden. Und so erzählt jede Schüssel Ramen eine Geschichte. Von Orten, von Jahreszeiten und von Händen, die sie gemacht haben. Sie ist warm, direkt, ehrlich. Und wie sagt das Leben? Mal salzig, mal scharf und manchmal überraschend mild, aber immer mit Tiefe. Tokio verändert sein Gesicht, wenn die Sonne untergeht. Fast so, als hätte die Stadt selbst Angst vor der Dunkelheit. Zündet sie ein Feuerwerk aus Neon an. Straßen, die am Tag grau und geordnet wirken, die beginnen zu flimmern, zu leben und zu leuchten. Fast jede Fassade wird zur Bühne, jedes Fenster zum Lichtkasten. Ein unübersichtliches, schrilles Ballett aus Farben. Und trotzdem wirkt es irgendwie alles harmonisch. Tokio kämpft nicht gegen die Nacht, sie wandelt sie um. Mit Licht, Lärm und Leben. Doch das eigentlich Faszinierende ist nicht, wie sehr sich das Stadtbild verändert, sondern wie sehr sich die Menschen verändern. Was Lotti und mich am meisten beeindruckt hat, war dieses stille, fast geheime Umschalten, als würde man mit dem Sonnenuntergang einen zweiten Akt beginnen. Die Menschen, die tagsüber durch die U-Bahn-Schluchten eilten, leise, höflich und diszipliniert, scheinen abends eine andere Rolle einzunehmen. Plötzlich füllen sich die Spielhallen, Bars, winzige Restaurants. Sie lachen laut, singen Karaoke, trinken Sake, reden, entspannen und vergessen. Nicht jetzt wild oder übertrieben, es sind immer noch Japaner, aber mit einer Offenheit, die man am Tag kaum vermuten würde. Es ist, als würde unter der Schicht der Zurückhaltung eine zweite Welt existieren. Eine weichere, menschlichere, vielleicht auch verletzlichere. Und genau diese Zwischentöne haben uns berührt. Denn Tokio bei Nacht ist nicht nur heller. Es ist wärmer, ehrlicher, ein bisschen wie ein tiefes Ausatmen nach einem langen Tag. Und in genau diesen Momenten, mitten im Neon, zwischen Lächeln und Lärm, fühlt man, dass diese Stadt nicht nur lebt, sondern spürt. Hast du nicht auch das Gefühl, man möchte da gar nicht stören, weil die sitzen da so in so einer kleinen, gemütlichen Runde, alle lachen und sind fröhlich und dann kommen die Deutschen rein, so hi. Als wenn die sich da alle verabredet haben und schon länger kennen. Naja, zumindest sind ja in so einer Theke dann halt auch nur so 6 bis 8 Plätze. Oder sie haben sich gerade kennengelernt. Ja, vermutlich. Also Eng beieinander sind. absolut, absolut. Ja, das stimmt. Aber Und ich meine, es ist natürlich spannend, weil hier gehen halt überall auch nochmal so Treppen hoch, ne? ja. Aber du hast schon gesagt, du willst da oben nicht saufen, weil... Da musst du die Treppe auch wieder runterkommen. Aber traust du dich jetzt in so einen Laden reinzugehen und so zwischen 5 Japanern so dazwischen zu setzen und zu sagen, hallo, ich bin es? Ich weiß nicht. Und das vor allen Dingen, man sagt ja den Japanern irgendwie auch voraus... Ein bisschen wie die Hamburger, ne? Naja, weiß Auch ein ich. bisschen so. Ja, sagt man so, ne? Die sind lieber unter sich, sagt man so. Und wir haben vorhin im Park einen YouTuber kennengelernt aus Japan. Und der hat ein Interview mit uns geführt, ein kleines. Und hat so ein paar Fragen gestellt zu unserem Aufenthalt, was wir hier machen. Und ich habe dann natürlich auch die Möglichkeit genutzt, um ein paar Fragen zu stellen. Okay. Unter anderem natürlich, was so Japaner eigentlich
davon halten, dass jetzt so viele Touristen kommen, ne? Oh, Overtourism, das böse Wort. Ja, genau. Also das ist jetzt gerade so ein Kipppunkt hier, dass viele Japaner da grundsätzlich für so einen Kurzaufenthalt, da haben die nichts gegen, aber alle, die halt länger hier bleiben wollen, das finden die nicht so gut. Also zumindest meinte er das so. Also wenn wir länger hier bleiben, das finden die nicht so gut? Ja, genau. Kurz Geld mit ins Land bringen, das finden die ganz gut. Ne? Hier, guck mal, hier sitzen jetzt auch gefühlt natürlich nur... Ja, genau. Hier saßen jetzt nur Touris. Ja. Ist es die? Wie sieht hier eigentlich so ein Sonntagnachmittag aus? Ah, total ruhig. Alle zu Hause oder in der Kirche. Wie bei uns. Ja, genau. Tempelanlage und... Die huldigen hier aber einen anderen Gott. Ja. Aber ansonsten ist es halt einfach, wie du schon sagst, es ist schön leer, ruhig, Ja. nicht so viel. Nein. Oder Lotti? Also, Oh, Katze. ja, da. Süß. Wo Ja. müssen wir denn jetzt hin? Also wir müssen da nicht rüber. Da, wo die anderen 10.000 gerade lang gehen? Jetzt warte mal, wo du es gerade sagst. Ich glaube, das ist die Shibuya-Kreuzung, ne? Die Kreuzung, wo die meisten Menschen, ich glaube, sogar auf der Welt rüberlaufen, ne? Und wir stehen gerade voll im Weg. Ja, wir stehen gerade voll im Weg, aber das macht auch absolut Sinn, weil hier ist der Eingang zur U-Bahn-Station. Los, komm, schnell weg hier. Ich dachte, ihr wollt noch zum Hund. Achso, ja, zum Hund. Wo ist der? Darüber. Ein kleines, dann sieht man das auch. Ja. Ein bisschen Kreuz in der Welt. Boah, das ging jetzt aber, ne? Man ist da ganz gut rübergekommen, also. Ja, wir sind auch geradeaus und du musst einfach kreuz und quer rüber. Ja, gut, das stimmt. Also so voll ist es jetzt hier nicht, oder? Immer, wenn man hier mal so hoch guckt. Also für Lotti ist es nicht so toller, weil die nicht so drüber gucken kann wie wir. Ja, das stimmt. Das fühlt sich sehr voll an. Ja, das stimmt. Also wir müssen eigentlich außen dran vorbei. Also wir müssen draußen vorbei hier. Müssen wir rauskriegen, ob es da immer noch ist, aber... Ich weiß nicht, ob sich so was lange hält, weißt du? So, nachts muss das wieder machen. Mitten in Harajuku zwischen Tradition und Trend pulsiert hier das junge, schrille Herz Tokios. Bunte Haare, verrückte Outfits, Läden, die alles verkaufen, von Plüsch bis Popkultur. Und der Duft von süßen Crepes liegt überall in der Luft. Hier ist Mode kein Mainstream, sondern Ausdruck. Jeder Stil ist erlaubt, alles darf nebeneinander existieren. Es ist laut, überfüllt und ein bisschen verrückt und genau deshalb so faszinierend. Ein Ort, der zeigt, in Tokio darfst du alles sein. Dubai Chocolate. Der Trend ist auch in Japan angekommen. Aber hier kannst du es auch trinken. Das ist das denn. Und dann gleich als Kuchen essen. Why not? Tokio, ne? Und ich weiß, dass ihr genau darauf steht. Jetzt gibt's nämlich Schweinkram. The belly scratch. They like that.
Ich wurde nicht so angesabbert. Ich wurde ganz schön, aber man sieht es gar nicht mehr, das Nee, trocknet. Das ist nicht Hier schön. waren auch schon sehr viele. Naja. Zum Glück nicht angepischert und angekackert, ne? Aber man sieht, was ja echt verrückt ist, wie sauber Schweinchen eigentlich sind, ne? Total. Die gehen auf Schweineklöchen. Ja, da so ein Katzenklo, Ja. den haben die da hingestellt. Das war ja. Ja, absolut. Ja, und wie hat sie gefallen? Die lieben es halt nur, theoretisch, natürlich im Schlamm rumzubuddeln. Oh, ist doch Ne? schön, oder? Und du siehst es ja auch diesen kleinen Schweinchen an, wie sie da am Kissen irgendwie die ganze Zeit versuchen Zu graben. zu graben, Ja. weil die halt eigentlich recht reinlich und sauber sind. Ja. Ne? Aber es halt lieben, in Schlamm zu wühlen. Ja, das ist irgendwie Haut-Fellpflege, ne? Wenn die da so am Schlamm sind. Ja. Ja. Also mir hat's echt gut gefallen, muss ich sagen. Also es ist natürlich der Niedlichkeitsfaktor ist ganz hier oben. Ja. Zwischendurch habe ich nur gedacht, so, oh Mensch, der Raum ist ganz schön klein und die Lautstärke, da war eben so eine größere Gruppe Boah, mit Kindern, Amis, ey. Amerikaner, und die waren echt laut Ja, furchtbar. und haben da rumgequietscht. Und das in einem Land, wo man natürlich das als sehr unhöflich wahrnimmt. weil ja, und hier da oben ja ist eher gerade eine alles, Ratte lang gelaufen. leise und so sein soll. Ja, anyways. Okay. Ich finde es trotzdem super süß. Wir haben jetzt gerade noch mal am Ende gefragt, ob die auch mal eine Pause kriegen, und die haben halt extra Räume, wo sie die Geschwisterchen, also es sind immer Geschwister, die hier sind, wo die dann auch eine Pause machen können. Und ich glaube, denen geht's ganz gut hier. Denen geht es auf jeden Fall besser als so manchen Restaurants hier. Also als in so manchen Restaurants hier, weil die enden hier zumindest nicht irgendwann auf der Platte. Nee, weil viele Leute, die herkommen, entscheiden sich, so ein Schweinchen zu kaufen und mitzunehmen. Ja. Das geht hier nämlich. Also dann verlieben die sich hier in ihr Hausschwein. Ein Haustierschweinchen. Und es ist schon gut erzogen, denn es weiß schon, wo es aufs Klo gehen soll. Und stubenreines Schweinchen, Hausschweinchen, ist ja auch nicht so schlecht, ne? Also wenn, dann würde ich es mir hier holen. Ja, absolut. Ganz winzig, das stimmt. Wieso ist der Dach so klein? Darf man da noch nicht einfach so drin lassen? Auch relativ teuer. Wie viel kosten die kleinen denn? 428.000. Das ist wirklich am liebsten würde ich alle mitnehmen. Zugeben, der Umgang in Japan mit Tieren ist auch ein anderer. Sehr doof. Hier gibt es jetzt einen Shop, wo man die kleinen Hunde sofort kaufen kann. Und Lotti und ich empfinden, dass sie noch Das ist viel zu klein, süß. viel zu Baby. Die sind gerade erst geboren gefühlt. Da gibt es zwei kleine Labradoodles oder Pudels, die sind so braunrot und die sind wahrscheinlich erst 3-4 Tage alt. Ja, Die sind so mini, die sind nur so groß. ja. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen wie in China, auch mit diesen öffentlichen Shops. Auch hier kann man an der Straßenecke mal eben sein Haustier kaufen. Und das ist eigentlich sehr ironisch, weil hier die Wohnungen so klein sind und man hier eigentlich gar keinen Platz für Haustiere hat. Hier gibt es sogar eigene Fitnessstudios für Haustiere, weil die Haustiere hier nicht genug Auslauf haben, werden die dann tagsüber ins Fitnessstudio gebracht. Das ist hier übrigens auch ein Katzencafé und Hotel für Haustiere. Also auch hier kann man seine Haustiere ins Hotel bringen, aber das ist natürlich schon krass, dass jetzt hier unten so ein Laden ist und man dann die frisch geschlüpften Tiere dann sozusagen da ja, begutachten kann und kaufen kann.
Mitten in Tokio liegt ein Ort, an dem Fantasie Alltag ist. Akihabara. Hier leuchten die Bildschirme am helllichten Tag und Schaufenster sind voll mit Anime-Figuren. Sorgfältig aufgereiht von winzig bis lebensgroß. In den Etagen der riesigen Läden stapeln sich Welten. Jede Figur erzählt eine Geschichte. Was bei uns wie Hobby wirkt, ist hier Teil der Kultur. Die Menschen lieben ihre Charaktere. Sie sammeln, verkleiden sich, leben ihre Leidenschaft. Offen, stolz und mit einem Funkeln in den Augen. Akihabara ist nicht nur ein Stadtteil. Ein Ort, an dem Träume aus Plastik gemacht sind. Also wenn ich eine kleine Empfehlung aussprechen darf, dann würde ich sagen, macht das nicht mit Kindern. Heute gehen wir mal ins Museum Kunst. Richtig. In so einem Museum, wo ich auch drauf stehe. Ja, muss ich ja mal drauf angucken, dass alle ihren Spaß haben. Ah ja, guck mal, hier kann man so Jacken abnehmen. Guck mal, siehst du die Katze da oben auf dem Dach? Okay, das ist cool. Die haben hier die ganzen alten Häuser nachgebaut. Sehr, sehr spannend. Ich koche jetzt. Schon gemütlich, oder? Hä? Da sind Minidosen und Füchse. Und Suppen. Und das allerbeste im Garten. Was steht da? Cup of the Ground. Nicht in den Garten. Ja, aber man kann sich das hier sehr, sehr gut vorstellen. Das ist ja echt spannend. Also bis auf die Tatsache, dass man hier nur sitzen kann, sondern nur auf dem Boden. Das wäre ja nicht so meins. Aber ansonsten bekommt man einen sehr, sehr guten Eindruck. Hier haben sie so einen kleinen Minischrein gehabt. Den Hausschrein. Und hier die Holzkohle, wo dann die Teekanne mit warm gemacht wurde. Bisschen Essen ist auch schon da. Was gibt's zum Mittag? Ein Fuzzi und eine heiße Kelle. Also was halt richtig cool ist, ist das Beleuchtungskonzept hier. Man durchläuft hier in dieser kleinen Ausstellung einen ganzen Tag und eine ganze Nacht. Also man bekommt hier die Stimmung mit, wie das denn so nachts in diesen Hütten war. Einfach indem das Licht da drin auch sehr gedimmt ist und hier dieser Himmel, ne, der verändert sich halt. Also das ist die ganze Lichtsituation hier drin verändert sich. Und das ist schon spannend. Auch von der Geräuschkulisse haben sie schon geil gemacht.
Heute gibt es Garnelen im Angebot. Yes, und zwar richtig unteuer. Ui, okay, unteuer hört sich immer gut an. Richtig lecker Garnele hier. Aber unser Spezialangebot ist der Tofu. Was für ein Tofu hast du denn? Tofu aus Reis. Oh, lecker, lecker. Aber der Tofu ist noch ein bisschen mit Soja gemischt, also und dann noch paniert. Also sehr gute Qualität und sehr günstig. Oh, jetzt wird's auch Tag hier. Also dann. Sonnenaufgang. Tschö mit Ö. Tschö. Ach, das ist schon echt cool. Also es gefällt mir, solche Museen, wo du live miterleben kannst, wie das Leben so früher war, wo man das sich auch echt gut vorstellen kann. Und vor allen Dingen hier auch den ganzen Tag verbringen kann, weil der Tag, der geht hier innerhalb von 10 Minuten vorbei und dann kommt wieder die Nacht. Papa, das ist irgendwie entweder eine Toilette oder ein Tierstall oder sowas. Stimmt, Toilette haben wir noch gar nicht gesehen. Zeig Ja, mal. ich glaube, da ist sie. Leute, hier sind die Toiletten. Da. Ich weiß nicht, ob man es genau sieht. Ja, Löcher. Und zwar war das so, dass sich 10 Familien 2 Klos geteilt haben. Und die haben damals schon den Inhalt des Klos genommen, um damit die Felder zu düngen. Also es wurde abgeholt vom Bauern, was hier reingemacht wurde. Und damit haben die dann teilweise gedüngt. Aber so sahen die Klos aus. Ja, 2 Stück für 10 Kann Familien. man da nicht rüber gucken? Aber da kann man doch rüber gucken. Du meinst hier so? Ja. Ja, dann hat man von außen schon gesehen, dass besetzt war. Aber man konnte von außen auch reingucken. Das ist so, ja. Genau, das kann ich nicht leiden. Dann würde ich nicht gerne auf so ein Klo mit einer dünnen Tür gehen. Das stimmt. Das war früher halt wahrscheinlich ein bisschen anders, der Umgang mit der Toilette. Übrigens, weißt du, was auch ganz spannend ist? Guck mal, alle Häuser hier sind ja in Holz gebaut, ne? Ja. Hier, das ist in Holz gebaut und das ist in Holz gebaut. Und die hatten früher ja schon ein bisschen Problem auch mit Feuer hier. Und hier steht, Wieso denn? ja, weil Holz auch sehr, sehr schnell brennen kann. Aber wieso hat sie immer gebrannt? Ja, die haben ja teilweise auch hier Feuer im Haus gehabt, um zu kochen. Oder wenn halt mal Sonneneinstrahlung auf ein Glas oder sowas war, dass das dann halt teilweise halt schnell irgendwie, Aber hier gibt es kein Glas. naja, auf irgendwie so eine Spiegelung. Ja, du hast recht, hier gab es kein Glas. Aber auf jeden Fall, wenn... Die Fenster sind hier nämlich aus einer Art Pappe, aus einer dünnen Art Pappe. oder Richtig, Papier. ja, hast du absolut recht, das stimmt, das stimmt. Aber guck mal, hier auf jeden Fall da, also wenn dann mal Feuer ausgebrochen ist, ne, dann gab es hier so ein Haus, das war in Stein gebaut. Und kannst du auch erraten, warum? Vielleicht, damit die Menschen sich darin verstecken können und dann nicht vom Feuer angegriffen werden und dann sterben? So ähnlich. Also die haben alles, was wichtig ist, also Essen, Geld, alles, was denen wichtig war, vielleicht auch ein bisschen Kunst, aber vor allen Dingen auch Lebensmittel genommen und haben das hier in dieses Steinhaus gepackt. Und hier drin waren dann halt alle wertvollen Sachen. Und die hatten dann hier eine Holzschiebetür, die sie zuschieben konnten. Aber vor allen Dingen draußen waren halt auch nochmal richtig massive Türen, die verhindert haben, dass Feuer reinkommt. Aber wenn hier Essen und so gelagert wird und so besondere Sachen und dann die Tür mal offen ist, können hier doch die Mäuse rein und das alles aufessen. Ja, stimmt, du hast absolut recht. Das stimmt, das stimmt. Aber guck mal, die hatten hier so ein Brett, ne? Hier an der Seite. So ein Brett. Und dieses Brett, das kam hier so schräg vor. Und das hat dann verhindert, dass hier kleine Mäuse reinlaufen konnten. Also immer, wenn jemand irgendwas hier reingebracht hat, haben sie dieses Brett davor gemacht, dass hier bloß keine Mäuschen reinkommen. Deswegen sind aber bei diesen großen Tempeln diese großen Dinge. Das kann echt sein, ja genau. Die haben ja bei den Tempelanlagen auch immer Opfergaben. Und da sind auch immer diese... Das ist so groß, so eine Art Mauer. Hast du absolut recht. Definitiv. Das kann natürlich damals schon auch ein Grund gewesen sein, dass da keine... Aber noch eine Frage wegen
Feuer. Wo verstecken sich denn die Menschen, wenn Feuer ist, wenn nicht hier drinnen? Die sind weit weggelaufen. Die sind abgehauen oder haben versucht, das Feuer zu löschen. Die waren nicht hier, aber man konnte ja nicht alles mitnehmen. Und deswegen hatten sie hier so ein Haus, wo sie alles reingepackt haben. Wenn das Feuer gelöscht ist oder einfach ausgegangen ist, damit sie hier wieder zurückkommen können und gleich die restlichen Vorräte aufessen können. Genau. Und du siehst ja, hier gibt es halt aber trotz alledem auch Struktur in Holz drin, ne? Hier. Oder Und die ganzen Seiten oder die Decke. das stimmt. Jetzt würde man ja vermuten, dass so ein Dach dann halt trotzdem wegbrennen kann. Aber die haben hier damals ganz viele kleine Kerzen reingepackt dann. Also hier standen überall ganz viele kleine Kerzen. Aber die kleinen Kerzen können doch auf sowas hier brennen oder das Holz. Wenn aus Versehen eine irgendwie umkippt. Ja, die haben die Kerzen halt, der Letzte macht die Tür zu und der hat dann auch darauf geachtet, dass nichts umkippt. Und die Kerzen haben aber aus diesem Raum hier den Sauerstoff rausgezogen. Und wo kommt denn der Sauerstoff hin? Ist der Sauerstoff dann einfach puff, weg, verschwunden? Den verbraucht das Feuer. Oh, das Genau, das Feuer verbraucht den Sauerstoff. Wenn das lang genug hier drin ist hier überhaupt kein Sauerstoff mehr. Und genau, und Feuer braucht Sauerstoff, um zu brennen. Also geht es dann aus, sobald hier keiner drin ist? Dann sind irgendwann die Kerzen ausgegangen, weil hier kein Sauerstoff mehr drin war, aber dann hat auch nichts anderes mehr gebrannt. Dann konnten hier die ganzen anderen Balken auch nicht brennen, weil hier im Raum halt auch kein Sauerstoff war. Deswegen sind diese Türen hier so massiv und so... Hier, das ist diese luftdichte Tür, diese Schiebetür. Ich will es gar nicht... Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt hier rausziehen darf, aber man sieht es hier schon so ein bisschen. Ne? Die war halt anders gebaut als die anderen. Die ist so ein bisschen luftdichter. Also da hat gerade einer gespült. Wirklich? Wo? Hast du das nicht gehört? Schon wieder. Aha. Gespült bei der Toilette. Ja. Und wie gefällt dir das hier so? Ganz cool. Dass sie das so nachgebaut haben, ist cool. Ja, es ist cool, ne? Und man kann sich auch so fühlen, als wenn man selber gerade so hier drinnen und würde in der Stadt leben und würde gerade mithelfen. Weißt du, was ich auch sehr, sehr cool finde? Dass die hier diese Lichtgestaltung so angepasst haben, als wenn so ein Tag mal eben schnell vorbeigeht, ne? Ja. Ja. Oh, was ist das? Komm, gucken wir raus. Ab zum Wasser. Ja. Hallo, möchten Sie gerne etwas bestellen? Was hast denn du da? Das sieht nach Tofu aus. Nein, das ist nicht ganz Tofu. Also das ist Hühnerhaut und da drin ist Reis. Oh, okay. Sehr speziell. Und es kostet dieses Mal nur ein 500er. Oh. Sehr toll, sehr billig eigentlich. Ah, ja. Sonst kostet es immer 2000. Oha, okay. Also es ist eine Spezialität, deswegen ist es so teuer. Alles klar. Sonderangebot. Alle, also die hatten hier diesen Feuerturm. Diesen hier. Und da hat halt einer einmal geguckt, ob Feuer ausbricht. Weil alle 20 bis 30 Jahre ist immer ein richtig großes Feuer aufgekommen. Und hat richtig viel zerstört. Alle 20, 30 Jahre, musst du dir mal vorstellen. Und das liegt vor allen Dingen an den Temperaturen und der Luft, weil es im Sommer sehr, sehr trocken ist. Und dann sind die ganzen Bretter immer sehr, sehr trocken gewesen. Und alles ist ausgetrocknet, weil es wenig regnet im Sommer hier wohl. So, heute müssen wir mal ein bisschen shoppen gehen und sind hier zum Supermarkt um die Ecke. Und ich zeige euch mal, was es hier so gibt, ne? Also zum Beispiel haben wir hier das erste Kühlfach, wenn man reinkommt, erstmal Milchprodukte. Jede Menge Milch. Auf der gegenüberliegenden Seite sind ein paar Tiefkühlwaren. Was haben wir denn hier so als Beispiel? Gefrorene Nudeln, Reisprodukte. Hier jede Menge Reisgerichte, Nudeln. Auf der anderen Seite sind nochmal ein paar Eier. Und was hier echt erstaunlich ist, guck mal, ab hier geht halt das Frischfleisch los. Fleischessen ist hier halt in Japan eine große Nummer. Also ich hätte gedacht, dass die Fischabteilung groß ist, aber die Fleischabteilung ist hier halt richtig ordentlich. Weil hier auch dieses Korean Barbecue sehr weit verbreitet ist. Also auch die Japaner lieben es, Fleisch
zu grillen in jeder Art und Weise, meistens mit so einem Tischgrill. Und deswegen ist das Fleisch hier auch alles schon so wunderschön in kleine Stücken portioniert. Also das ist hier alles meistens für dieses Korean Barbecue. Hier ist auch ein bisschen eingelegtes Fleisch, aber in der Regel ist es eher immer frisches Fleisch. Und hier so ein Teller hier kostet jetzt ein bisschen mehr als 10 Euro. Also hier jede Menge Fleisch abgepackt. Auf der anderen Seite, da hat man nochmal ein paar Wurstprodukte, natürlich auch Fleisch. Würstchen, Wurst, Salami, Käse. So, sie war gerade in der Käseabteilung, denn hier vorne, wenn wir hier einmal rumgehen, haben wir Käse. Und noch mehr Käse, ein bisschen Pizza sogar, Fertigpizza. Allerdings nicht gefroren, sondern nur gekühlt. Hier dann lässt das Männerherz ein bisschen höher schlagen. Die Bierabteilung. Hier gibt es jede Menge Bier. Das ganze Regal ist nur gekühltes Bier hier. Also Bier gibt es hier auch in Hülle und Fülle. Auf der anderen Seite ist nicht nur Lodi, sondern da sind auch nochmal die Spirituosen. Jack Daniels hier zum Beispiel. Also den harten Schnaps. Dann gibt es hier nochmal ein paar Bierflaschen in nicht gekühlter Form. Und hier auf der Seite jetzt noch mehr gekühltes Bier. Also Bier gibt es hier auf jeden Fall ohne Ende. Hier in der nächsten Reihe haben wir dann nochmal Wein und andere Spirituosen. Auch sehr viel Auswahl an Weinen. Rotwein. Hier haben wir ein bisschen Fancy Wein und Weißwein. Hier ist nochmal ein bisschen Weißwein immer dazwischen. Also auch Wein gibt es hier sehr viel. Und was haben wir hier? Hier ist ein bisschen Käse nochmal, auch geriebener Käse zum Überbacken. Hier ist ein bisschen Butter, um Toast zu überbacken. Dickere Käsestücke, kleine verpackte Käseeinheiten, hier, die ich mir dann aufs Brot oder auf den Toast schmieren kann. Produkte, die wir natürlich auch kennen, aber es gibt hier auch Produkte, die wir halt nicht kennen, was so einen Supermarktbesuch natürlich extrem spannend macht. Also das mit der Fleischabteilung war mir nicht so bewusst. Jetzt kommen wir hier so ein bisschen in die Fischabteilung. Also Fisch natürlich auch eines der Produkte, was es unfassbar in einer großen Vielzahl hier in Japan gibt. In allen möglichen Formen. Ob jetzt eingelegt oder geschnitten oder in Sushi-Form. Also es ist halt alles dabei. Und ja, Kühlregale hier meterweise nur mit Fischprodukten. Dann hier auch schon so vorkonfektionierte Verpackungen. Und Geschichten, wo man gar nicht so richtig weiß, was es denn ist, ne? Was es halt mal für ein Fisch war. Es sieht so ein bisschen aus wie Tintenfisch. Hier und Kalamari. Was haben wir da? Ich weiß es gar nicht so genau. Das könnte, weiß nicht, hier Makrele sein, ne? Also Fisch ohne Ende. Und dann, was ich auch ganz besonders finde, sind diese vorkonfektionierten Gerichte, die ich halt einfach so schon fertig nutzen kann. Dann haben wir hier, was haben wir denn hier noch?
Das weiß ich auch überhaupt nicht, was es ist. Das ist... Ach so, irgendwie so ein Gelee, ja? Keine Ahnung, wofür das genutzt wird. Dann haben wir hier noch Tofu in unfassbar vielen Ausführungen. Also hier ist das ganze Regal, alles voll mit Tofu. Dann hier Chips. Und ich laufe auf der Seite mal zurück. Hier auch so eine kleine Tapasplatte auf Japanisch. Das sieht auch mal ganz gut aus hier, oder? Guckt dir das mal an. Auch wieder alles so vorkonfektionierter Fisch. Dann, keine Ahnung, was das ist. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Müsste ich mal den Google-Übersetzer fragen, was es denn sein könnte. Aber hier kommen wir auf jeden Fall schon mal in den Bereich hier so mit Sushi-Rollen. Hier eingelegte Geschichten. Gurken eingelegt. Noch mehr Gurken. Lauter eingelegte Geschichten, keine Ahnung. Irgendwelche Wurzeln eingelegt. Das sieht auch hier nach dem Frittierglück aus. Schon mal so ein paar Geschichten in Eimantel oder frittiert. Hier wisst ihr jetzt auch schon wieder nicht, was das ist, ne? Sieht ein bisschen aus wie Urinprobe. Keine Ahnung, ist es Essig oder so? Ich weiß es nicht. Oder was das hier ist? Keine Ahnung. Das sieht auch sehr spannend aus. Das müsste ich wieder den Google-Übersetzer fragen. Könnten eine Wurzel oder Kartoffel oder sowas sein? Oder weiß ich nicht genau. Für alle, die es natürlich sofort wissen, was es ist, können das ja gleich in die Kommentare schreiben. Hier haben wir jetzt hier ein bisschen Krabbe, ne? In zerlegter Form, tiefgefroren. Und da vorne Garnele. Also hier auch jegliche Meeresbewohner einmal in tiefgefrorener Form. Die großen. Dann haben wir hier Nudeln. Sehr viele Nudeln, extra für die Ramen. In dicke Nudeln, dünne Nudeln, also alle Formen von Nudeln. Hier, die mag ich am meisten, die dicken Udon-Nudeln. Aber hier gibt es auch alle anderen Arten von Nudeln, ob Reis oder Mehl. Dann Wantang-Taschen gibt es hier. Kleine, wie heißen sie denn? Sardinen oder so? Dann haben wir hier noch mehr Fleisch, noch mehr geschnitten, allerdings hier auch schon fertig zubereitet in Soßen oder als Aufschnitt. Und auf der Seite gibt es hier auch nochmal wieder fertig vorkonfektionierten Salat oder ein paar Wraps, Mais.
Also das sieht schon alles echt ganz, ganz hervorragend aus und sehr, sehr lecker. Wenn man hier keinen Bock hat auf Kochen, man muss hier überhaupt nicht kochen. Mikrowelle reicht absolut aus. Man hat hier alle Gerichte, alles, was man sich so vorstellen kann, auch immer in diesen Verpackungen vorkonfektioniert. Und dann muss ich die nur noch kurz in die Mikrowelle packen und ja, kochen braucht man nicht. Und vor allen Dingen ist es halt auch verhältnismäßig günstig. Also jetzt hier die Platte, ne, 10 Euro. Nee, Quatsch, 6 Euro. Das hier 5 Euro, ne? Und dann hier auf der Seite noch mehr vorkonfektioniertes Essen. Hier schon vorgebraten oder vorfrittiert. Fleisch, Fisch, vorfrittiert, Frühlingsrollen. Also hier ist alles vorhanden. Dann gibt es natürlich auch Backwaren, hier zum Beispiel so Sandwich-Belegte, Burger, Pizza, Brötchen, Süßkrams. Hier, was ist das? Ein Mix aus allem, Best of. Auch sehr schön. Ein paar Brötchen, die ich kaufen kann. Weißbrot. In unterschiedlichen Verpackungsgrößen, Schnittgrößen. Und hier habe ich noch mehr Süßkrams, Baumkuchen hier auch. Was ja lustigerweise auch als Baumkuchen teilweise hier beschrieben und ausgezeichnet ist. Apfelkuchen. Also Kekse gibt es ohne Ende. Und hier wieder beim zweiten Eingang Reisgerichte schon vorkonfektioniert. Mit Ei, frittiert, mit Fisch, mit Zwiebeln, nochmal mit Ei und Fleisch. Aber auch für den kleinen Hunger sind hier nochmal so Sachen da. Zum Beispiel hier, ne? Die kleinen Dreiecke. In Algenblatt. Oder hier einfach nur so ein bisschen japanisches Omelett. Ei. Nudeln. Hier koreanische Pfannkuchen. Also es gibt hier wirklich alles. Egal was. Italienische Nudeln. Pizza. Und natürlich, wir sind in Tokio. Es gibt auch ohne Ende Sushi. Und es gibt auch eine große Gemüseabteilung hier und Obstabteilung, und in der Regel ist es natürlich so, dass diese 7-Eleven an allen Ecken vertreten sind. Das sind allerdings immer Supermärkte in der Größe, wo es dann wenig Frischware gibt. Und hier ist jetzt mal ein etwas größerer Supermarkt. Der ist, naja, ich sag mal 10 Laufminuten von unserer Wohnung entfernt, vielleicht 8. Und hier gibt es aber auch eine große Frischwarenabteilung mit Obst und Gemüse. Also hier ist man auch sehr, sehr gut versorgt, selbst für diejenigen, die halt mal selber kochen wollen. Wobei ich habe auch das Gefühl, dass in Tokio hier viel
nicht nur in Restaurants gegessen wird, sondern natürlich auch hier mit diesen Fertiggerichten sich versorgt wird. Aber wenn man das nicht will, hier guck mal, hier ist schon so eine vorkonfektionierte Avocado. Also wenn man das nicht will, man hat hier auf jeden Fall auch nochmal die Möglichkeit, sich selber was zu kochen und auch Obst und Gemüse hier zu kaufen. Hier vorne haben wir nochmal ein paar Nüsse fürs Frühstück zum Beispiel. Und dann gibt es hier nochmal eine spezielle Abteilung mit Kuchen und Süßspeisen. Weil natürlich dürfen auch die Mochis hier nicht fehlen. Und die belgischen Waffeln hier, die sehen aber auch sehr gut aus. Einzeln verpackt. Und hier vorne gibt es dann nochmal Kuchen zum Mitnehmen. Eigentlich ein bisschen wie bei unseren größeren Supermärkten, dass man da auch nochmal einen Bäcker mit drin hat. Avocado, Tomaten, Salat. Ich weiß gerade nur nicht, wo die Kasse ist. Ich habe gar keine Kasse gesehen. Die ist wahrscheinlich eher vorne. Denn natürlich gibt es hier auch nochmal Gänge, die für Konserven oder für sonstige Haushaltsartikel gedacht sind. Und da können wir jetzt ja nochmal kurz dran vorbei. Hier zum Beispiel Toilettenpapier, Fanta Cola Sprite, auch hier wieder Kühlregale. Aber da gehen theoretisch nur Leute einkaufen, die sich ungesünder ernähren und nicht so auf ihre Ernährung achten. Also, weil das sind ja hier alles so süße Getränke. Hier findet man in der Regel halt nur Leute, die da nicht so drauf achten. Dann haben wir hier Tee. Tee ist ja auch natürlich, hätte ich fast gesagt, Nationalgetränk. Ne, hier der ganze Gang mit Tee und Kaffee. Hier vorne Marmeladen. Das ist jetzt auch nicht so besonders. Nochmal ein kleiner Haushaltsgang. Falls man keine Pfanne zu Hause hat oder Haustiere, dann haben wir hier nochmal einen Gang, wo man sich mit entsprechenden Produkten eindecken kann. Und dann hier natürlich, das ist halt auch wieder etwas spezieller, ein ganzer Gang voll mit Sojasoßen und sonstigen Soßen, um seine Gerichte einmal ein bisschen mehr zu verfeinern. Und auf der anderen Seite haben wir noch mehr Nudeln, die getrocknete Nudelvariante, da vorne unterschiedlichen Reis. Das ist natürlich hier entsprechend auch viel, viel mehr als bei uns. Und der nächste Gang ist jetzt hier auch nochmal mit noch mehr Nudeln. Also wenn auf der anderen Seite die Nudeln noch nicht gereicht haben, hier gibt es noch mehr Nudeln. Und dann gibt es hier noch Öl und andere Würzmittel, Soßen, Salatdressing und hier noch mehr von diesen Instant-Nudel-Verpackungen. Also für die schnelle Nummer. Nächster Gang, noch mehr Nudeln, wer hätte das gedacht? Okay, ist jetzt gerade ein bisschen voll, deswegen gehen wir hier mal rein. Hier sind die besonderen Soßen und die etwas besonderen Gewürze. Hier halt auch sehr, sehr schick präsentiert in Glas. Nochmal Fertigprodukte, Fertigsoßen
Noch mehr Soßen. Also Soßen gibt es hier auch ohne Ende. Da muss man nur wissen, in welchem Gang man dann sein muss. Hier gibt es nochmal ein paar Algenblätter. Und hier kommen wir jetzt in den Bereich der Süßigkeiten. Auch die sehen ein bisschen anders aus als unsere. Vor allen Dingen kann man sie halt nicht lesen. Ab und zu kann man mal ein paar Begrifflichkeiten lesen, aber wenn es dann natürlich nur in Japanisch draufsteht, wird das sehr, sehr schwierig überhaupt zu deuten, was es ist. Noch ein Regal. Hier zum Beispiel, ich habe es ja gesagt, mit Baumkuchen. Und auf der einen Seite Chips und Naschwerk und auf der anderen Seite eher Kekse und Gebäck. Und dann haben wir hier noch einen Gang mit weiteren Chips, beziehungsweise eher so asiatische Chips, so Reiscracker. Ja, hier so irgendwas mit Reis. Nüsse, die kennt man ja auch. In diesem japanischen Flavor. Ja, oder hier diese Kekse mit anderen Geschmacksrichtungen, eher so Sesam und so ein bisschen Wasabi, schärfer. Genau. Dann springen wir hier mal schnell wieder durch. Ist ein sehr schöner Supermarkt, also er gefällt mir sehr, sehr gut, ist sehr schön sortiert. Ich habe hier jetzt nochmal ein Regal, da gibt es halt nochmal unterschiedliche Pudding- und Joghurtsorten. Und hier haben wir dann Eis. Auch sehr viel Eisauswahl. Sollte man da vorne nicht seine fertigen Gerichte gefunden haben, kann man dann hier sonst zur Not auch nochmal sich selber schon das bereits gekochte Essen abholen. Hier gibt es noch mehr Eis. Und ich glaube, das war's mit unserem kleinen Rundgang durch diesen Supermarkt. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, gerade in so einem Supermarkt unterwegs zu sein, wo man sich nicht so auskennt. Wie fandet ihr das so im Supermarkt hier? Ja, es ist so viel, was ich nicht kenne und gerne mal ausprobieren möchte. Ja, ne? Aber ich muss mal kurz jemanden finden und fragen, ob die hier Teelichter haben. Ah, ja, okay. Unsere sind alle. Ja. Ich frag mal kurz. Die Haushaltswarenabteilung, die war da vorne, genau. Ich nicht gesehen. Okay. Ja. Okay, während die Damen jetzt dabei sind, halt nochmal ein paar Romantikmaschinen zu kaufen, würde ich an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank fürs Angucken, Leute. Wir gehen hier nochmal ganz kurz in die Self-Scan-Gassen. Also hier auch selber einscannen. Gibt es hier noch eine klassische Kasse eigentlich? Das können wir nochmal kurz gucken. Ja doch, hier klassische Kasse, sieht nur anders aus. Hier müssen die Mitarbeiter den ganzen Tag stehen. Also die sitzen hier nicht, sondern da steht man, was halt auch ganz spannend ist. Sie haben teilweise, hier auch diese Geldautomaten. Also der Mitarbeiter selber kommt gar nicht mehr mit dem Geld in Berührung, sondern man hat einen Automat. Da packt man entweder den Schein hin oder hier zum Beispiel. Ja, da packt man entweder nur den Schein rein oder scannt seine Karte und dann kriegt man auch das Wechselgeld einfach wieder zurück. Also das ist auch an den Kassen in Bedienung ganz genauso. Mitarbeiter hat nichts mehr mit Geld zu tun. Geld muss nicht mehr angefasst werden, sondern ich selber stecke das da rein und kriege halt auch selber mein Wechselgeld zurück und dann wissen wir, dass das auch alles funktioniert. Was denn? Jetzt kannst du aber zeigen, was du... Yay, was ich gelernt habe? Ja. Ja, alles klar. Aber wie geht das denn hier? Da muss ich ja schon wieder... Oi. Oi, der Daus. Aber hier... Oh. Oi. Lass uns mal zu einer Bedienung gehen. Okay. Ah, okay.
Die sind, das ist bestimmt, Okay. das muss man bestimmt abwiegen. Ja? Guck mal, sonst wir bestellen nichts anderes. Macht sie extra für uns hier auf, ne? Ah. Ja. Na gut. Bestimmt wegen dem Obst, ne? Ja, das muss man abwiegen. Ah. Ne? Niemand kauft hier wahrscheinlich Obst. Naja, man muss es vielleicht extra abwägen. Teelichter haben wir nicht gefunden. Genau. Und jetzt sollst du aber trotzdem bitte hier bezahlen. Ja. Und jetzt kann ich das ja mal kurz zeigen, indem ich jetzt hier mal das Geld reinschmeiße. Ah, weg ist der Schein. Ja. Einer ist weg. Das wird mir in der Regel jetzt hier theoretisch angezeigt, genau hier oben. Und Das ist jetzt ja- fehlt noch einer. Ist ja wie ein Spielzeugautomat hier. Ja. Und vor allen Dingen gleich gewinnst du halt auch noch. Weil Echt? gleich kommt das Kleingeld nämlich raus. Ah, Und dann hast du hier das Kleingeld. Ja, ne? macht sich Und keiner... Lotti ist hier nur so hinterher, weil Lotti sammelt nämlich das Kleingeld. Ah, verstehe. Wofür sammelst du das? Für Spielsachen. Für die Automaten, ne? Ja, für Automaten würde ich haben. So, die Tasche hängt hier gleich an der Seite. Kannst du Okay, gleich... ja, Leute, ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen, hier mal Jetzt, durch so was ist denn jetzt die Ausbeute? Supermarkt zu gehen. Ja, das war jetzt nicht so dolle, ne? Also dafür, dass du hier durch so einen Supermarkt gelaufen bist und die ganzen Produkte nicht kennst. Ich hätte ganz andere Sachen gekauft. Aber so ist es, wenn man Aber wir kochen ja auch nicht hier. alternativ Filme macht und nicht einkauft. Aber- Nächstes Mal filmt Susi für euch. In diesem Sinne, Leute, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Angucken.